Die Tore des Heiligtums ließen sich nicht öffnen. Sie waren entweder von innen verschlossen oder zugerostet. Du hast dich deiner Umgebung gut angepasst. Erstaunlich für jemand von so geringem Geist. Dies abscheulich wimmelige Gezücht kann nicht von unserem hohen Blut abstammen. I'm the Scatman. Aloha zu Folge 3 des Soul Reaver Erfahrungsgehacktem. Durch den Verzehr von Melchias Seele besitzt Raziel nun die Gabe, durch Gitter zu gleiten, allerdings nur auf der spektralen Ebene. Damit öffnen sich ihm nun ein paar neue Wege, wie zum Beispiel im See der Nekropolis, wo verschiedene Tunnel ihrer Erkundung harren. Eine dieser Unterführungen endet in einer Kammer mit ein paar bemerkenswerten Ikonen. Auf dem Boden ist eine große Darstellung des menschlichen Gehirns und an der Wand das steinerne Antlitz Nupraptors, des letzten Hüters des Geistes. Der Bekloppte, dem wir das hier eigentlich alles zu verdanken haben. Raziel darf ein kleines Rätsel lösen, bei dem er Säulen umkippt, deren Spitze dann ein Symbol ergeben. Daraufhin öffnen sich die zugenähten Klüsen des Hirnis und Raziel erhält seinen ersten Zauber, den Kraftglyph. Damit kann man Gegner wegschleudern. Der Zauber selbst verursacht nur geringfügigen Schaden, aber er ist trotzdem super nützlich, um mehrere Feinde auf einmal in Todesfallen zu schubsen. Auch wenn ich die Funktion des Zaubers und die kleine Blattomen-Referenz mag, so willkürlich empfinde ich diese Stelle. Was hat Nupraptor damit zu tun? Der Typ erschuf Illusionen, telekinetische Sat.1-Superbälle und Schädelgeschosse. Man sollte meinen, bei seiner stacheligen Kammer wäre ein Wegschleuderzauber viel nützlicher gewesen. Und dann die Frage, wer das hier gebaut hat. Nuppi selbst womöglich, aber was ist dann mit den Empire-Skript-Runen auf den Säulen, die eher auf einen vampirischen Ursprung hindeuten würden? Kurzum, das hier ist Fanservice. Nice to have, aber man sollte nicht zu sehr drüber nachdenken. Und wenn wir gerade dabei sind, lasst mich mal kurz vorausgreifen. Später im Spiel, wenn Raziel eine weitere Gabe erhalten hat, kann er in einem anderen der hiesigen Tunnel sogar die Überreste der Festung des Geistes finden. Nach einer ausgedehnten Kletterpartie in die oberen Bereiche von Nupraptors alter Wohnstätte findet Raziel einen weiteren Glyphenaltar. Diesmal muss man sogar etwas Arbeit investieren und eines der zeitraubendsten Schiebepuzzle im Spiel absolvieren. Ehrlich, diese Stelle zieht sich dermaßen, dass nur ein Punkt auf dem Counter eigentlich zu wenig ist. Selbst wenn du die Lösung weißt, brauchst du hier mindestens 10 Minuten. Klingt nicht viel, aber 10 Minuten an einem Schiebepuzzle ist einfach heftig. Der Zauber am Ende ist es nur so semi-wert, der Steinglyph. Der versteinert Gegner und macht sie wehrlos, was an sich zwar mächtig ist, aber kurz darauf kriegt man bald schon den Feuerglyph, der noch eine Ecke besser ist und den Steinglyph obsolet macht. Solltest du als Spieler also nicht unbedingt Wert auf einen 100% Spielstand legen, dann überspring diesen tollen Bonusbereich lieber. Die Darstellungen auf den Blöcken sind das einzig Interessante hier. Linien, die aus oder in die Münder von Humanoiden laufen und schließlich mit einer großen Spirale verbunden werden. Höchstwahrscheinlich also Seelen von Sterblichen, die in die Unterwelt fließen. Die Spirale an sich ist ja ein Symbol des älteren Gottes. Und in der Festung des Geistes selbst können wir dieses dekorative Fensterglas entdecken. Eine überraschend klare christliche Bildsprache mit einer Jesusfigur und allem. Eigentlich ungewöhnlich für dieses Spiel, aber nicht für Nupraptors Festung, die mich ja schon einmal vor die Frage stellte, welche Kunstwerke da geplündert wurden. Vielleicht in diesem Fall ein Überbleibsel aus der früheren Entwicklung von Soul Reaver, als es noch ein Spiel mit christlichem Setting werden sollte und nicht die Fortsetzung von Blood Omen. Wir wissen nun also mit Bestimmtheit, dass Melchias Clangebiet in Nupraptors alter Domäne liegt. Die beiden ersten Bosse hatten also ein Faible für den Fernwesten. Der Abyss liegt wie erwähnt im See der Toten. Wir können daher auch in etwa Raziels Abteilung einigermaßen verorten. Um dorthin zu kommen, geht man im Spiel nach Südwesten. Dort lag in Blood Omen die Festungsstadt Steinchenkro, was optisch zu dem passt, was wir von Raziels Festung sahen. Ach ja, und das Heiligtum der Clans können wir auf der Karte eintragen, das wurde ja um die Säulen gebaut. Apropos, da geht es als nächstes hin. Die Tore des Heiligtums ließen sich nicht öffnen, sie waren entweder von innen verschlossen oder zugerostet. Ich musste einen anderen Weg hineinfinden. Doch das ist längst kein Hindernis mehr für Gitterdurchschlupfer Raziel. Die Gestaltung des Innenhofs ist interessanterweise einem orientalischen Palast nachempfunden.
Unser untoter kleiner Muck muckt jedenfalls im Thronsaal gegen Kalif Kain den Kantigen auf. Der Abgrund war ungesund. Grobklotzige Polygone aber auch. Natürlich ist dieses Treffen hier ein wichtiger Moment im Spiel. Die erste Begegnung zwischen Protagonist und Antagonist. Die Qualität des Dialogs ist dafür leider eher zwiespältig. Einerseits kommt Kain teilweise recht platt rüber mit so typischen Cartoon-Bösewichtsplattitüden. Was ich erschaffen habe, kann ich auch vernichten, mein Kind. Dieser Ort hat keinen Nutzen mehr. Genau wie du. Andererseits hat das Gespräch auch ein paar der eloquentesten Sätze der ganzen Reihe. Gewissen? Du wagst es, dieses Wort zu führen? Nur wenn du die volle Bedeutung der Wahl verspürt hast, solltest du es wagen, mein Urteil in Frage zu stellen. Im Grunde geht es im Gespräch darum, dass Raziel Kain mal so alles an den Kopf knallt, was ihm auf der Seele der Gereaverten rumliegt. Zuerst im Kleinen bei sich selbst. Ich bin deine Schöpfung, Kain. Dann vergrößert er den Kreis der Opfer mit seinen Bekannten und Verwandten. Was hast du meinem Clan angetan, Entarteter? Und schließlich erhebt er die anklagende Zeigefingerklaue im Namen der Welt, die Kain für seinen Egoismus opferte. Verflucht seist du, du bist kein Gott. Wie kannst du ganze Völker gewissenlos morden? Selbiger verbittet es sich jedoch, in aller Deutlichkeit in Frage gestellt zu werden, weil Raziel sinngemäß gar nicht weiß, was er da redet. So von wegen, dass da weitaus mehr an seiner Wahl sich nicht zu Opfern hing, als Raziel ermessen kann. Zu wissen, dass das Schicksal der Welt von der Klugheit all meiner Handlungen abhängt. Wagst du zu ermessen, wie schwer ich an meiner Wahl trage? Zugegeben, das Gerede klingt etwas hohl, wenn man sieht, wie Meister Kain selbst die Verantwortung für weitaus kleinere Entscheidungen von sich weist. Deine Lebensspanne ist nur ein Wimpernschlag, verglichen mit all dem Zweifel und Bedauern, das ich mit mir trage, seit mir Mortanius einst das Licht verweigerte. So. Mortanius hat dir das Licht verweigert. So, als ob du dich nicht voll freiwillig und ohne zu zögern ins Vampirismus-Abenteuer gestürzt hättest. Kain bleibt halt immer noch irgendwo Kain, egal wie viele Jahrhunderte vergehen. Und so kommt es seiner Natur entsprechend zu Handgreiflichkeiten. Raziel fürchtet die Soul Reaver Klinge dabei scheinbar mehr als seinen Besitzer. Da hat er Glück, dass das Schwert beim Kampf gar nicht zum Einsatz kommt. Stattdessen teleportiert sich Kain im Saal umher und feuert diese Instant-Kill-Sith-Blitze von Mortanius ab und... Ey, Moment mal. Betrüger, Cheater, Mogelmodulbenutzer. Kain kann gar nicht zaubern, wenn er den Soul Reaver ausgerüstet hat. Das musste ich selbst schon schmerzlich erfahren. In dieser schrecklichen Zukunft ist einfach auf nichts mehr Verlass. Nee, aber mal ernsthaft, nach dem so coolen Melchior-Kampf ist dieses Fangespielen mit Kain ziemlich unterwältigend. Du musst ihn erwischen, bevor er seine Magie losfeuert, und falls du ihn nicht gleich entdeckst und losspurtest, kannst du es direkt wieder stecken lassen und freiwillig auf die spektrale Ebene wechseln. Dort hängt dann jedes Mal einer dieser Nervensägengeister rum und das Spielchen geht von vorne los. Nach 3 Treffern mit der Kralle in your face verwendet der Grünspargel endlich den Soul Reaver, streckt Raziel nieder, doch beim Aufprall zerspringt die Klinge in 1000 Scherben und ist vernichtet. Das ist jetzt schon das 2. Mal, dass der Porzellan-Reaver kaputt geht. Keine Wertarbeit mehr bei diesen epochalen Vampir-Artefakten aus grauer Vorzeit. Wer schmiedet sowas? Krumm und schief und geht natürlich direkt kaputt, sobald die Garantie abgelaufen ist oder man es mal an einem rachedurstigen Geistervampir ausprobiert. Auf der spektralen Ebene kommt es zu einer folgenschweren Erkenntnis. Durch die Zerstörung der materiellen Hülle des Soul Reavers wurde seine eigentliche Gestalt enthüllt, nämlich die einer Geisterklinge. Und ein zugreifender Raziel wird nun an dieses ektoplasmatische Schwert gekettet auf immerdar. Der Soul Reaver ist nun Raziels Visitenkarte. Auf der spektralen Ebene kann er ihn unbegrenzt einsetzen und erhält damit etwas mehr Reichweite und verteilt größeren Schaden. Viel wichtiger und einschneidender ist jedoch, wie sich dieses neue Element auf die echte Welt auswirkt. Raziel ist nun nicht mehr völlig abhängig von konventionellen Waffen oder seiner Umgebung, um Vampire zu beseitigen. Der Soul Reaver bringt Wiedergänger zum Platzen. Da diese Hieb- und Stichwaffe sphärischer Natur ist, muss Raziel viel Kraft aufbieten, um sie zu materialisieren. Auf gut Deutsch, er kann den Soul Reaver nur bei voller Lebensenergie verwenden. So ähnlich wie die Lasers aus dem Master-Schwert in Zelda. Solange der Reaver dann aber an Raziels Arm prangt, versorgt er ihn wiederum mit vitaler Kraft und Razi kann seine Gestalt praktisch endlos aufrechthalten.
Die Beziehung zwischen Soul Reaver und Reaver of Souls ist also mit dem Wort Symbiose gut beschrieben. Beide profitieren vom jeweils anderen. So, na gut, dann gehen wir mal bevor... Was bist du, kleine Seele? Ah, verdammt. Ariel hat uns bemerkt. Ja, Kains ehemalige Ratgeberin aus Blood Omen spukt noch immer um die Säulen, da sie hier gefangen ist, solange das Gleichgewicht in Nosgoth so unschön ungleichgewichtig bleibt. Sie bietet Raziel ihr Wissen gegen den gemeinsamen Feind Kain an, und Raziel ist zu höflich, um abzulehnen. Ihr merkt schon, ich bin kein Fan von Geister-Else. Nicht, dass es nicht logisch ist, dass sie noch immer hier rumschwebt, aber ihre Funktion ist so überflüssig, da total redundant. Raziel hat bereits einen Ratgeber, der ihm Tipps zuflüstert, wo er als nächstes hin muss in der Handlung. Wieso brauchten wir jetzt einen zweiten? Und durch die Domäne des Älteren kommen wir auch häufig genug, damit sich das lohnt. Das Heiligtum der Clans hingegen besuchen wir vielleicht noch einmal im Spiel und das war's dann. Und nur hierher kommen, um mit Ariel zu plauschen, das sehe ich nicht passieren. Mir wäre es lieber gewesen, sie hätte nur einen kurzen Cameo-Auftritt, in dem man sieht, dass sie unter der Last der ewigen Gefangenschaft inzwischen völlig wahnsinnig wurde. Schließlich war sie nur ein Mensch, der jetzt seit wer weiß wie vielen Jahrhunderten, gar Jahrtausenden um die Säulen spukt, ohne Hoffnung auf Erlösung. Immerhin eine Textstelle weist auf diese Verzweiflung hin. Grässliche Vergangenheit, unerträgliche Zukunft. Sind sie ein und dasselbe? Bin ich denn immer hier? Jetzt geht es weiter zur stummen Kathedrale, dem nächsten großen Dungeon im Spiel. Und wenn ich groß sage, dann meine ich auch groß. Dieser Abschnitt ist neben dem Finalkomplex der umfangreichste im gesamten Spiel. Die Kathedrale ist einer meiner Lieblings- und gleichzeitig einer meiner meistgehassten Dungeon in Soul Reaver. Toll daran finde ich die Atmosphäre, den Aufbau, die Geschichte des Gemäuers, der Horror, der in seinem Inneren lauert. Unverzeihlich ist hingegen die Länge des Abschnitts, Plattforming des Grauens und ein Overkill an Kistenschieberätseln. Die Kathedrale ist ein von Menschen geschaffenes Wunder der Architektur, eine gewaltige Waffe im Krieg gegen Kains Vampirhorden. Die Orgel im Innern durchzieht den ganzen Komplex und sie sollte ursprünglich einen bestimmten Ton spielen, der Vampire tötet. Also vermutlich irgendwas von den Black Eyed Peas. Darum die Größe dieser Anlage, damit der Ton in ganz Nosgoth zu hören wäre und alle Vampire auf einen Schlag vernichtet. Doch bevor der Bau fertiggestellt werden konnte, fiel der Vampir-Clan der Zephonim in das Bollwerk ein und schlachtete sowohl die Erbauer als auch sämtliche Gläubige ab. Es drang also nie ein Klang von hier, weshalb man dieses Gotteshaus nun nur die stumme Kathedrale nennt. Ihre Größe kannst du auch dadurch ermessen, dass dieser Abschnitt 2 eigene Portale hat, statt wie fast jeder andere nur eines. Das erste ist unten vor der Kathedrale, das zweite oben direkt beim Boss. Sehr zuvorkommend, damit man im Fall der Fälle nicht nochmal komplett vom Fuß aus starten muss. Die Zephonim also, der Clan von Raziels Bruder Zephon. Diese Vampire haben sich zu so einer Art großer Insekten entwickelt. Sie haben lange, dünne Gliedmaßen, klettern an Wänden herum und spinnen ihre Opfer in Kokons. Eine weitere interessante Eigenheit der Zephonim, die Rückschlüsse auf ihre Natur gibt, ist, dass du nie welche außerhalb der stummen Kathedrale antriffst. Von jedem anderen Clan begegnen dir hier und da Exemplare, auch abseits des eigenen Hoheitsgebiets, was bewusst so gestaltet wurde, um auf die Rangeleien um Territorien zwischen den Statthaltern hinzudeuten. Nur die Familie der Krabbeltiere verschanzt sich im eigenen Nest und lässt die Feinde lieber zu sich kommen. Sie sind also eher passiv, vielleicht sogar feige und greifen bevorzugt aus dem Hinterhalt an. Die Spielanleitung beschreibt die Jagdstrategie der Zephonim damit, dass sie in dunklen Mauernischen auf Opfer lauern. Widmen wir uns nun konkret dem Weg durch die Kathedrale. Hinter den beeindruckend hohen Mauern liegt zunächst ein großer Vorhof mit einem Dorf, in dem wahrscheinlich einst die Wohnanlagen der Bevölkerung lag. Wie diese Bevölkerung dann ohne Schwingen in die oberen Bereiche kam, ist mir schleierhaft. Nach oben gelangen ist eine Thematik, die sich durch den ganzen Dungeon zieht. Es ist also sowas wie das Gegenteil des Melchior-Abschnittes, bei dem es immer tiefer hinab in die Erde ging. Unter anderem repariert Raziel das alte Röhrensystem der Kathedrale, um per Luftströmung aufwärts zu treiben. Die Mechaniken hinter diesem Lüftungssystem wird natürlich über Blockschiebepuzzle gesteuert. Jede Menge Blockschiebepuzzle. Blöcke, die Wandbilder ergeben, Blöcke, die Rohre vervollständigen,
Blöcke, die an der Decke hängen und auch eingesetzt werden wollen. Wann immer Leute sich über die vielen Blockschiebepuzzle von Soul Reaver beklagen, dann meinen sie meist diesen Dungeon und das zu Recht. Nicht, dass es anderswo nicht auch damit übertrieben werden würde, aber hier sind sie dermaßen eng aneinander gekettet, dass ich es niemandem übel nehmen würde, bräche er hier das Spiel ab. Was ich da sogar noch als schlimmer empfinde, ist, dass bei diesen Schieberätseln meist 2 bis 3 Zephoniden im Raum mit rumstrolchen. Die kannst du zwar killen, aber nach kurzer Zeit wird neues Ungeziefer herbeieilen. Und du wirst dich nie in Ruhe aufs Knobeln konzentrieren. Schon wegen der Musik nicht. Die ist diesmal angereichert mit Klicken und Knacken wie das knirschende Exoskelett aufdringlicher Schädlinge. Ganz so, wie sich die Zephoniden bei Bewegungen anhören. Es gibt aber zum Glück nicht nur Blöcke schieben. Ein gutes Rätsel besteht zum Beispiel wieder darin, sich Raziels besondere Natur zunutze zu machen. Wenn er diesen Hebel umlegt, öffnet sich an anderer Stelle ein Durchgang. Dummerweise nur kurze Zeit, sodass man den Weg nicht rechtzeitig schaffen kann. Der Trick besteht darin, nach Öffnen der Tür in die Geisterwelt zu wechseln, weil dort die Zeit stillsteht, um so die Sicherheitsvorkehrung zu umgehen. Allerdings liegt nun eine Tür zwischen Raziel und der Pforte und auf der spektralen Ebene kann man nicht mit fester Materie interagieren. Du musst also vorher mehrere Glocken schnell hintereinander läuten, sodass ein Ton entsteht, der eine Glaswand zerstört und dir so einen barrierefreien Weg vom Hebel zum nächsten Abschnitt öffnet. Und gerade wenn du denkst, Glocken seien dein Freund, wir treffen im Verlauf dieser Exkursion übrigens einen zweiten Gegnertyp, prunkvoll gewandete Gestalten, die sogenannten Verehrer. Diese Splittergruppe unter den noch wenigen Menschen Nosgoths hat die Vampire als Götter anerkannt und verehrt sie, im Speziellen Kain, und zwar so fanatisch, dass sie Raziel immer attackieren werden. Und mehr gibt es über die Verehrer leider nicht zu sagen, da ihre Bedeutung und eigene Geschichte in Soul Reaver, wie so viele andere Elemente, gestrichen wurde, obwohl da weit mehr geplant war. Abgesehen von den Verehrern treiben sich auch wieder Vampirjäger herum, gerade außerhalb der Kathedrale scheinen sie das Gemäuer zu beobachten und auf ihre Chance zu warten. Ein wichtiges kleines Detail, wie wir noch sehen werden. In den oberen Ebenen der Kathedrale ändert sich zunehmend die Optik. Die steinernen oder metallischen Wände weichen nach und nach organisch wirkenden Texturen. Und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, da höre ich doch Ripley klopfen, ich bin sicher, das ist nur ein Zufall. Der verlorene Sohn, du kannst nicht mehr zurück, Raziel! Sephon, diese Visage steht dir, eine angemessene Spiegelung deiner Seele. Und du bist auch nicht mehr sein schöner Raziel, sein hochgeschätzter Erstgeborener, der zum Verräter wurde. Du hast so viele Veränderungen verpasst, kleiner Raziel. Sieh dich nur um, schau, wie die Vernichtungswaffe der Menschen zu meinem Heim geworden ist. Ja, zu meinem Körper, ein Leib aus Backstein und Granit, von dem aus ich den Verfall der Welt betrachte. Ein Mauerspalt, in dem du lauerst und aus dessen Schatten du dich nur hervorwagst, um ein Opfer zu verschlingen, das sich in deiner feigen Falle verfangen hat. Doch du hast den Fehler begangen, mich nicht zu fesseln, und daher bist du es, der sich meinem Willen beugen muss. Wille, Instinkt, Reflex. Für ein Insekt besteht da kaum ein Unterschied. Ich warne dich, Bruder. In gleichem Maße wie meine Gestalt wuchs auch mein Appetit. Komm her, mein Magen knurrt. Man merkt schnell, Sephon und seine Beziehung zu Raziel sind von einem gänzlich anderen Schlag als Melchias. Bei dem war da noch Entsetzen über dessen Veränderung und Reue bei dessen Ableben. Doch was Sephon angeht, ist nichts davon zu spüren. Im Gegenteil, beide verhöhnen einander das ganze Gespräch über, kein Funken Respekt ist für den jeweils anderen zu spüren und beiden ist offensichtlich klar, dass diese Begegnung nur in Gewalt enden kann. Ich finde es daher eindeutig, dass zwischen diesen beiden Brüdern schon in der Vergangenheit Spannungen, wenn nicht sogar offene Feindschaft geherrscht hat.
vermutlich sind sie in ihren Ansichten und Wertvorstellungen zu unterschiedlich. Wir wissen, dass Raziel sehr stolz ist bzw. in seinem früheren Leben war und er Zephon und dessen Methoden für feige hält. Zephon hingegen kann mit Hirngespinsten wie Stolz nichts anfangen und sieht darin Schwäche. Sein Denken scheint zweckmäßig, mechanisch und frei von Moral zu sein, wie eben das Denken eines Insektes. Der Kampf gegen ihn ist ähnlich wie der gegen Melchior, mehr ein Rätsel als wirklich ein Kampf. Auch Zephon lässt sich mit den üblichen Mitteln nicht vernichten, während er dir ab ein paar Meter Entfernung nicht gefährlich werden kann, weil er mit dem Raum verwachsen ist. Klingt wie eine Pattsituation. Doch erinnern wir uns an das, was ich vor 3 Paragraphen erwähnte. Vampirjäger haben es auf Zephon abgesehen und einer von ihnen hat es scheinbar bis hier rauf geschafft. Wie auch immer ihm das möglich war. Ich meine, holy shit, wenn Raziel das mit all seinen Gaben schafft, ist das eine Sache. Aber wenn ihr mich fragt, liegt hier einer der unbesungenen Helden von Nosgoth. Und man hat ihn durch die anderen Jäger gut vorbereitet, sodass er nicht total aus dem Nix da liegt. Leider hat ihm Zephon scheinbar die Sache mit der Schnittmenge erklärt, doch sein treuer Flammenwerfer kokelt noch vor sich hin. Den nimmt Raziel und... Nein, natürlich nimmt er ihn nicht. Er attackiert seinen Bruder direkt, worauf dieser vor Schmerz ein Ei rauspresst und dieses Ei zündet Raziel an der Flamme an und schleudert es Zephon auf den Sack. Diese Prozedur wird mehrmals wiederholt, wobei die einzige Schwierigkeit darin liegt, den Angriffen der Pseudo-Alien-Queen auszuweichen. Nicht, dass er dich wirklich besiegen könnte, doch wisse, dass auch Zephon auf die spektrale Ebene wechseln kann. Im Gegensatz zu Melchior, der dort den Kampf fortsetzte, schaut Zephi aber nur kurz mal rein und wechselt direkt wieder zurück. Nach ein paar flambierten Eiern fängt Zephon endlich Feuer und verschmachtet schließlich. Ich finde diese ganze Begegnung ziemlich cool und auch etwas fragwürdig skurril. Also nicht nur einen Bruder mit dessen eigenen brennenden Kindern zu bewerfen, sondern auch die Frage, wieso legt Zephon Eier? Wir erfahren nie so ganz genau, wie Vampire in Nosgoth geschaffen werden. Nur die Verwandlung von Kain wird gezeigt und der kam durch ein Ritual eines Nekromanten ins Unleben. Doch ob das für alle Nosferatu gilt? Zumindest scheint mehr dazu zu gehören, als jemandem in den Hals zu beißen. Vorador sagt an einer Stelle mal, dass es viel Zeit und Energie koste, einen Vampir zu erschaffen. Aber über das Wie lässt er uns im Dunkeln. Jedenfalls bezweifle ich, dass Vorador Eier legte. Wieso also Zephon? Ja gut, er ist mutiert, aber ein wenig Sinn darf die Mutation ja trotzdem ergeben. Auf Metaebene ist das leichter zu erklären. Es gehört halt zu dem Horror-Subgenre, das Crystal Dynamics mit Zephon adaptierte. Jeder bekommt ja sein eigenes Gruseln verpasst. Der ältere ist Eldritch Horror, Melchior war Body Horror und Zephon ist Alien Horror und da muss ein Eiersack mit rein. Die Figur von Zephon ist wie die anderen Brüder auf seine Art faszinierend, gerade als starker Kontrast zu Melchior. Darum ist es schade, dass wir nicht mehr über ihn erfahren und darum werde ich nun ein weiteres Mal einen der Entwickler zitieren, der den insektoiden Vampir wie folgt beschrieb. Zephon geht es weniger darum, sich selbst zu beweisen, sondern mehr darum, andere kämpfen und sich gegenseitig töten zu lassen, während er eine starke Abwehr aufbaut. Alle Brüder waren neidisch auf Raziel, doch Zephon war der Einzige, der genauso manipulativ war wie einst Raziel. Er hatte Spione überall und er kannte die relative Stärke seines Clans besser als jeder andere. So war es okay für ihn, sich aus größeren Konflikten herauszuhalten und alle Seiten gegeneinander auszuspielen. Seine Spione berichteten ihm eines Tages von einer Waffe der Menschen in der großen Kathedrale, die dazu geschaffen wurde, alle Vampire auszulöschen. Und so begann er nachzuforschen. Ich mag vor allem den letzten Satz und die darin enthaltene Implikation. Er kam nicht zur großen Kathedrale, um diese Waffe gegen Vampire aufzuhalten, sondern um mehr darüber zu erfahren. So als hätte er vorgehabt, sie womöglich gegen die anderen Vampir-Clans in Nosgoth einzusetzen, sobald er raus hat, wie er sich und seine eigene Brut davor schützen könnte, woraus dann aber wohl nie was wurde. Was für ein Versager. Brenne, Opa Langbein. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir ein Heldengrab besuchen, Raziel die beste Gabe im Spiel erhält und ein Grauen aus der Tiefe erscheint.